Oh, wie schön, endlich. Wir sind da, in Quarten in der Schweiz. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich auch nicht. Boah, guck dir das an. Ja, und du, ich freue mich so auf alle die schönen Touren, die wir jetzt machen werden hier in dieser wunderschönen Landschaft. Wow, ich auch. Habe ich dir schon mal erzählt von dem Kinderheim, in dem ich mal in Bolivien gearbeitet habe? Das war unglaublich, wie unruhig die Kinder da oft waren. Das kann ich mir gut vorstellen, weißt du? Wenn man denkt, was solche Kinder für eine Vergangenheit haben. Die waren total ungeborgen irgendwie und dass die nicht ruhig sein können, kann ich mir denken. Das hat man echt gemerkt, dass denen Geborgenheit fehlt. Das ist ja so, gell? Bei der Urbeziehung mit der Mutter oder eben auch mit dem Vater, wenn das fehlt, dann kann dieses Stille sein, wird dann ganz schwierig. Da entwickelt das Kind schon ganz früh so Ohnmachtsgefühle und ist immer unruhig. Und ich glaube, das ist dann ganz schwierig, dass ein Kind auch später einfach zur Ruhe kommt und still wird. Ja, und das wirkt sich auch nicht nur auf die menschlichen Beziehungen aus, also später im Leben, da merkt man es, aber sogar bis hin zu der Beziehung zu Gott. Also das wird schwer für Menschen, das aufzubauen, die diese natürliche menschliche Erfahrungen von Geborgenheit und Angenommensein auf der menschlichen Ebene eben nicht haben. Zum Glück hört man ja immer wieder davon, dass großartige und begnadete Pädagogen halt echt das schaffen, so ein Nacherlebnis zu schaffen. Don Bosco war doch auch so einer. Weißt du, der hat die Jungs dann die verwahrloste Jungs auf der Straße Italiens da eingesammelt und sich richtig um die gekümmert. Und es war möglich. Stimmt, ich finde das beeindruckend. Er ist ja selbst, hat er mit 2 Jahren, glaube ich, seinen Vater verloren. Und deswegen konnte er das auch so gut verstehen, wie es den Jungs eigentlich ging. Jeder Mensch möchte auch angenommen sein und aufgenommen sein, ja. Und es gibt einen schönen Spruch, der schönste Platz auf der Welt ist im Herzen eines edlen Menschen. Und ich finde irgendwie, das stimmt. Deswegen sind wir so wichtig füreinander irgendwie, gell? Weil wenn mich jemand anders annimmt, dann kann ich mich auch annehmen. Also das Ja zu mir selber, das sage ich nicht nur aus mir heraus, sondern das kann ich dann halt lernen und sagen, wenn es jemand anders zu mir sagt. Einfach wie eine Mutter ihr Baby spüren lässt, sie freut sich, dass es da ist einfach. Genauso lernt ein Kind, es ist gut, dass es mich gibt oder eben auch nicht. Weißt du, wenn diese Erfahrung in der frühen Kindheit fehlt, dann braucht es nachher ganz viel Zuwendung, bis man das wirklich auch glauben kann. Ja. Oder nachholen kann. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ein ganz tolles Beispiel. Das hat mich sehr beeindruckt. Davon muss ich dir erzählen. Ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie hat mal erzählt, wie er an einer MRT-Fortbildung teilgenommen hat, die eben an einem Schönstadtzentrum stattgefunden hat. Dann ist ihm zum ersten Mal das Gnadenbild von Schönstadt aufgefallen. Es hat ihn sehr angezogen, einfach wie auf diesem Bild diese Mutter-Kind-Beziehung, die Urform jeder menschlichen Nähe und Beziehung dargestellt ist. Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Und er sagt: Ich bin damals in der Pause, während die Leute Gruppenarbeiten machen mussten, durch den Park gelaufen und kam in diese Kapelle. Und das war tatsächlich für mich ein sehr wichtiges Erlebnis, was mich dann tatsächlich zur Bindungsforschung gebracht hat. Vorher hatte ich eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Das ist doch toll. Echt stark. Es ist ja so, was Gott uns übernatürlich geschenkt hat, das spiegelt sich im ganz Menschlichen und umgekehrt. Und das gibt ein Ganzes. Darauf baut unsere ganze Schönstadt-Spiritualität auf die Bindungen untereinander, um menschlich zu erleben, wie das ist, bejaht und angenommen zu sein. Und auf die Bindung an Maria, unsere himmlische Mutter, die uns hilft, noch mehr zu ihrem Sohn Jesus zu finden und letztlich zu Gott, unserem Vater.
Das hängt alles sehr tief zusammen. Darum sind auch die Jugend- und Erwachsenengruppen in Schönstadt so wichtig. Erlebnisse und Erfahrungen von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, von Familie, von Verbundenheit. Das alles tut der Entfaltung unserer Persönlichkeit so gut und hilft uns, das dann auch auf Gott zu übertragen. Eine junge Frau berichtet mal ganz begeistert: In Schönstadt geht nichts verloren. Oder soll ich besser sagen, in Schönstadt geht niemand verloren. Schönstadt ist der Ort, an dem ich Menschen wieder treffe, die ich seit 2, 4 oder 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und doch laufen die Fäden immer wieder zusammen. So, als würde sie jemand zu einem Netz zusammenknüpfen, das uns alle hält und in dem niemand verloren gehen kann. Dem anderen Raum geben im eigenen Herzen. Selbst Raum finden im Herzen eines anderen. Einfach die Erfahrung von Freundschaft, das ist wirklich toll. Pater Kentenich, der selbst seine Heimat verlassen musste, erklärte einmal einer Gruppe von Heimatvertriebenen, dass man selber Heimat finden kann dadurch, dass man anderen Heimat schenkt. Ja, die Frage ist dann, und wie geht es ganz konkret? Das ist eine gute Frage. Aber ich denke, man kann das in kleinen Schritten machen. Einander zuhören, Aufmerksamkeit zeigen. Zuvorkommenheit, das heißt, dass ich Dinge tue, bevor jemand danach fragt. Also so entgegenkommen. Ja, ich denke, einander Heimat schenken, das ist gar keine so große Sache, aber es kann so viel verändern. Es verändert die Welt. Richtig.